Hast du dir schon einmal eine ideale Welt vorgestellt? Eine ohne Krieg, Armut oder Verbrechen? Wenn ja, dann bist du nicht allein. Platon stellte sich eine aufgeklärte Republik vor, die von Philosophenkönigen regiert wird. Viele Religionen versprechen Glückseligkeit im Jenseits und im Laufe der Geschichte haben verschiedene Gruppen versucht, das Paradies auf Erden zu errichten. Thomas Moros Buch Utopia aus dem Jahr 1516 gab diesem Konzept einen Namen, griechisch für kein Ort. Auch wenn der Name Unmöglichkeit suggeriert, haben moderne wissenschaftliche und politische Fortschritte die Hoffnung geweckt, dass diese Träume endlich Wirklichkeit werden. Doch immer wieder verwandeln sie sich in Albträume von Krieg, Hunger und Unterdrückung, und als die Künstler begannen, utopische Gedanken in Frage zu stellen, war das Genre der Dystopie, des nicht guten Ortes, geboren. Eines der frühesten dystopischen Werke ist Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Auf seiner Reise begegnet Gulliver fiktiven Gesellschaften, von denen einige zunächst beeindruckend erscheinen, sich aber als sehr fehlerhaft erweisen. Auf der fliegenden Insel Laputa verfolgen Wissenschaftler und Sozialplaner extravagante und nutzlose Pläne und vernachlässigen dabei die praktischen Bedürfnisse der ihnen untergebenen Menschen. Und die Hominen, die in perfekter logischer Harmonie leben, haben keine Toleranz für die Unvollkommenheiten der wahren Menschen. Mit seinem Roman schuf Swift eine Blaupause für die Dystopie, indem er sich eine Welt vorstellte, in der bestimmte Trends in der zeitgenössischen Gesellschaft auf die Spitze getrieben werden und ihre grundlegenden Schwächen offenbaren. Und die nächsten Jahrhunderte würden reichlich Material liefern. Industrielle Technologie versprach, die Arbeiter zu befreien, fesselte sie stattdessen jedoch an Ghettos und Fabriken, während Großindustrielle reicher als Könige wurden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erkannte viele die Gefahren dieser Entwicklung. In H.G. Wells' Die Zeitmaschine entwickeln sich die Oberschicht und die Arbeiter zu getrennten Spezies, während Jack Londons Die eiserne Ferse eine tyrannische Oligarchie schildert, die über die verarmten Massen herrscht. Das neue Jahrhundert brachte weitere spannende und erschreckende Veränderungen. Der medizinische Fortschritt machte es möglich, biologische Grenzen zu überschreiten, während die Massenmedien eine direkte Kommunikation zwischen den Führern und der Öffentlichkeit ermöglichten. In Aldous Huxleys Schöne neue Welt werden die Bürger gentechnisch verändert und darauf konditioniert, ihre sozialen Aufgaben zu erfüllen. Während Propaganda und Drogen die Gesellschaft bei Laune halten, wird deutlich, dass ein entscheidendes menschliches Element verloren gegangen ist. Aber die bekanntesten Dystopien waren überhaupt nicht fiktiv. Europa litt unter einem nie dagewesenen industriellen Krieg. Neue politische Bewegungen übernahmen die Macht. Einige versprachen, alle sozialen Unterschiede zu beseitigen, während andere versuchten, die Menschen um ein mythisches Erbe zu vereinen. Das Ergebnis waren reale Dystopien, in denen das Leben unter dem wachsamen Auge des Staates ablief und der Tod mit rücksichtsloser Effizienz jeden ereilte, der nicht dazugehörte. Viele Schriftsteller der damaligen Zeit haben diese Schrecken nicht nur beobachtet, sondern miterlebt. In seinem Roman Wir beschrieb der sowjetische Schriftsteller Jewgeni Samjatin eine Zukunft, in der der freie Wille und die Individualität abgeschafft wurden. Das in der UdSSR verbotene Buch inspirierte Autoren wie George Orwell, der an vorderster Front sowohl gegen den Faschismus als auch gegen den Kommunismus kämpfte. Während sein Roman Farm der Tiere das sowjetische Regime direkt verspottete, war der Klassiker 1984 eine umfassendere Kritik an Totalitarismus, Medien und Sprache. Und in den USA stellte sich Sinclair Lewis in Das ist bei uns nicht möglich vor, wie leicht die Demokratie dem Faschismus weichen kann. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fragten sich die Schriftsteller, was neue Technologien wie Atomenergie, künstliche Intelligenz und Raumfahrt für die Zukunft der Menschen bedeuten würden. Im Gegensatz zu den populären Visionen eines strahlenden Fortschritts verbreitete sich die dystopische Science-Fiction in Filmen, Comics und Spielen. Roboter wenden sich gegen ihre Schöpfer, während auf den Fernsehbildschirmen tödliche Massenunterhaltung läuft. Arbeiter schufteten in Weltraumkolonien über einer Erde mit erschöpften Ressourcen und überbevölkerten, von Kriminalität geplagten Städten. Doch auch die Politik spielte stets eine Rolle. Werke wie Dr. Seltsam und Watchmen thematisierten die reale Bedrohung durch einen Atomkrieg, während V wie Vendetta und der Report der Markt davor warnten, wie leicht unsere Rechte in einer Krise aberkannt werden können. Und die aktuelle dystopische Fiktion spiegelt weiterhin die modernen Ängste vor Ungleichheit, Klimawandel, Regierungsmacht und Pandemien wider. Aber wozu dieser Pessimismus? Im Grunde sind Dystopien mahnende Geschichten,
Nicht über eine bestimmte Regierung oder Technologie, sondern über die Idee, dass die Menschheit in eine ideale Form gebracht werden kann. Denke noch einmal an die perfekte Welt, die du dir vorgestellt hast. Hast du dir auch vorgestellt, wie sie erreicht werden kann? Wie würdest du die Menschen zur Zusammenarbeit bewegen und wie würdest du dafür sorgen, dass es anhält? Jetzt überlege noch einmal. Erscheint dir diese Welt immer noch perfekt? Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.